Neben mir sitzt ein Mann, der Mathematiker ist und zugleich eine sehr starke Intuition hat. Was vermeintlich zuerst mal nicht zusammenpasst, passt aber wunderbar zusammen. Bitte begrüßen Sie jetzt ganz herzlich Emil Schmidt. Hallo lieber Emil. Hallo Alisa. Da musst du gleich lachen. Ja. Es ist ja wirklich faszinierend, als Mathematiker eine starke, ausgeprägte Intuition. Wie hast du das selber bei dir festgestellt? Indem ich die Intuition verleugnet habe, lange Zeit. Und das kannst du dir vielleicht deshalb ja auch vorstellen, nur ein Mathematiker, straight, Logik. Es ist ja viel mehr als Logik, wenn du wirklich in die Mathe hineinsteigst. Ja. Es ist eine super Kreation, die aber immer so einen Rahmen hat, eins nach dem anderen, um durchzudringen. Und von daher habe ich gemerkt, sag mal, ich habe was anderes. Dem bin ich meistens nicht gefolgt, die ersten Jahrzehnte meines Lebens. Es wurde aber immer stärker, nachdem ich Sachen gemacht habe, die sowas daneben waren, also eine Art von Weltreise, die so im Nachhinein gesehen, hätte ich vielleicht anders machen sollen oder bestimmte Berufswechsel. Immer war etwas in mir, das sagte, nur Logik, straight, eins nach dem anderen. Und dann kommt ein Charakterzug von mir dazu, den ich immer wieder üben darf. Was du dir mal vorgenommen hast, das führst du bitteschön auch zu Ende. Ja. Und dieses auch hart sein dann mit mir selber, wo ja eigentlich auch eine gute Seite dahinter steckt, nämlich ich kann was zu Ende bringen, aber es kann auch hinten rüberfallen, weil wenn es mir nicht gut tut, sollte ich ja lieber aufhören. Und da kam dann immer stärker diese Intuition ins Spiel. Aber welcher Moment war dann der entscheidende, als du gesagt hast, oh, ich muss auf was anderes hören, ich habe da eine Intuition und die gibt mir eigentlich den richtigen Weg vor? Ja, schöne Frage. Eine Depression. Als ich nämlich von meiner Weltreise damals zurückkam, es war Hochsommer, wieder in Deutschland. Ich war in der Wohnung meines Vaters, der verreist war. Ich habe alle Rollläden runtergemacht. Ich konnte die Sonne nicht aushalten, weil in mir war nichts mehr. Es wäre schrecklich gewesen, auch noch irgendwas zu spüren. Wahnsinn. Und dann habe ich gemerkt, was ist da eigentlich? Wer bin ich? Die Frage habe ich mir nicht vom Verstand her gestellt, sondern so von so einem inneren, sag mal, lohnt es überhaupt noch zu leben? Ich hatte dann natürlich mir Unterstützung geholt. Wir leben ja in der Zeit, wo diese Möglichkeiten wirklich da sind. Ja. Nur es war ein richtiger Schritt von mir. Aha, du kannst so alles selber machen. Also entweder driftest du jetzt ab und wenn du wirklich in einer Depression steckst, kann das ganz schnell woanders hingehen, wo es nicht mehr toll ist. Ja? Oder null Bock mehr auf Leben hast. Und da fing es an. Auf was hast du eigentlich immer nicht gehört, wobei es immer präsent war. Intuition nennst du es, ich nenne es auch ja, innere Gewissheit, innere Wahrnehmung, innere Stimme. Weißt, du kannst alles, jeder hat da seinen Namen vielleicht dafür. Und ich gehe davon aus, dass eigentlich jeder das hat, nur wir vergessen es wahrzunehmen oder wollen es, wie ich, nicht wahrnehmen, weil wir durch die Wände wollen. Ne? Gerne, ja. Und da fing das an, nur das ist ein Prozess gewesen. Ja. Das war jetzt nicht von einem Monat auf den anderen. Juppie, ich weiß, Bauchgefühl, Intuition ist was anderes, finde ich, als Bauchgefühl. Es ist noch viel, viel mehr, viel größer, viel, viel weiter, wo es bis, denke ich den Körper verlasse, auch eine tolle Sache ist, das zu erforschen. Und dann bin ich so langsam hineingewachsen in ein anderes Lebensgefühl mit Wellen. Das ist nichts Lineares. Ja. Wie strukturmäßig Mathematik betreiben. Ja. Das kann man gar nicht häufig genug betonen, dass es wirklich auch natürlich bei jedem Menschen keine lineare Bewegung ist, sondern immer wellenartig. Ja. Heutzutage hilfst du Menschen. Du bist der Mathematik nicht mehr ganz so treu wie früher, sondern du hilfst heutzutage Menschen. Wie hilfst du ihnen? Indem ich der Mathematik doch treu bin. Okay. Aber schön, dass du das so erwähnst. Die hat eine andere Farbe bekommen. Die Farbe ist, dass dieses innere Stimme, innere Gewissheit, Intuition und die Struktur zusammenkommen. Oft unterscheide ich das gar nicht mehr in meinem Dasein bei der Unterstützung, in Coachings von anderen Menschen, sondern es passt einfach. Und ich habe auch gemerkt, so ein gewisses Vorhaben zu haben,
zum Beispiel in einem Interview, in einem Coaching, wo ich den Menschen schon kenne, der nächste Schritt ansteht, da habe ich ein Vorhaben, eine gewisse Struktur, mathematisch, und die kann ich dann fallen lassen. Weil wenn was anderes kommt, was mich anregt, weil der andere ist ja der Wichtige und nicht ich, der hat ja auch seine Intuition, ich bin nicht der Wichtige, sondern er oder sie ist der Wichtige, dann gehe ich dem nach und ich kann ja die Struktur verändern. Ich kann ja diesem anderen Intuitiven folgen. Jetzt hast du ja einen Leitsatz, der heißt 100% für sich da sein und zugleich 100% im Dienst der anderen. Wie geht das? Wären wir da nicht bei 200%? Oder 300. Alisa, ich habe da keine klare Antwort. Ich bin dabei, das auszugestalten in meinem Leben. Es gibt zumindest keine 200%, sondern dieses Und ist das Wichtige geworden. Ja. Ich habe den Satz vor 10 Jahren vielleicht von einem Amerikaner, Jim Self, gehört, mit dem ich jetzt da in der Zeit unterwegs bin. Und da war dieses Intuitive, yes, das ist es. 100% for yourself and 100% in service for others. Und mein Verstand sagte, sag mal, spinnst du eigentlich? Entweder oder, du kannst ja nur Egoist oder Altruist sein, ja, was soll das denn? Mein Inneres war aber so klar mittlerweile, ja, der sagte, das ist es. Dem möchte ich folgen, mir folgen. Nicht jemand, dem Jim Self, oder der hat auch damit mit Folgen nichts zu tun. Ja. Und ich erlebe eben, dass es so aufregend ist, wenn ich für mich ganz da bin, bin ich nicht gegen. Bin ich nicht gegen jemand anders, bin ich nicht gegen in einer herausfordernden Zeit gegen die Welt, sondern wie gestalte ich dieses, was mir da entgegenkommt, also im Sinne von Antwort geben, Verantwortung. Da bin ich 100% bei mir und dann bin ich frei, dem anderen wirklich zuzuhören, ihm nichts überzustülpen. Es gelingt nicht immer, aber immer öfters. Ja. Ich bin ja ein Mensch. Diese Übung eben, 100% plus 100%. Und dann merke ich, es ist toll, dieses Und zu gestalten. Ja. Und nicht, ich will dir ja was Gutes tun. Ja. Moment, stimmt es wirklich? Habe ich den gefragt, ob er das überhaupt haben will? Ja. Dann ist es ein Übergriff, wenn ich nicht gefragt habe. Oder will ich nur gut dastehen? Oh, was bin ich doch für ein toller Coach? Das ist nicht 100% für sich, sondern ich kann es schwer beschreiben, Alisa. Es ist wie so, es stimmt. In dem Moment, es ist ohne einen Gedanken, es ist ohne ein Gefühl, es ist eigentlich neutral. Es ist wie so, ich nenne es dann menschliche Physik. Macht plopp. Es stimmt. Jetzt bin ich zur Verfügung, weil ich mit mir im Einklang klingt so abgegriffen, ja. Ja. Aber es macht es auch deutlich, was du meinst. Hast du vielleicht auch mal ein Beispiel aus der Praxis, wie du das nochmal beschreiben kannst, wie man 100% für sich und für andere da sein kann? Gerade bei der Herfahrt. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und Autobahnraststätte, einen Kaffee trinken, habe einen Kaffeedurst gehabt und ich habe mich einfach gefreut, auszusteigen, einen Kaffee zu trinken und habe mit dem Herrn, der da hinterm Tresen stand, ein Schwätzchen gehalten. Ich habe mich wohl, also mit mir gefühlt. Und er sagt, ach, das war ja angenehm, ich gebe Ihnen noch ein Törtchen. Nett, ja. Also es hört sich jetzt so klein an, ist aber in einem Kleinen vielleicht genauso ein Teil. Ich war 100% für mich, ich wollte dem anderen nichts geben oder der soll mir was zurückgeben, indem ich freundlich bin. Ich habe gar keinen Gedanken an freundlich gehabt. Es war einfach angenehm, mich mit ihm kurz zu unterhalten. Und dann war ich, weil der sich gefreut hat, ja. Und nochmal verabschiedet hat. Ach, das war ja schön mit Ihnen, weil Autobahnraststätten hast du ja nicht immer nur. Das stimmt wohl. Ja. Ja. Vielleicht ein kleines Beispiel, aber für mich so ein wichtiges Beispiel, gerade jetzt eben passiert vor ein paar Stunden bei der Man macht sehr deutlich, danke. Jetzt hast du, wenn du dich vorstellst, hast du einen ganz besonderen, ich nenne ihn jetzt mal Jobtitel. Und zwar sagst du von dir, dass du eine Entscheidungshebamme bist. Bitte erläutere doch mal diesen Begriff und wie er auch dich gefunden hat. Gut, der hat mich nämlich gefunden, Alisa, weil ich
habe bei mir gemerkt, im Laufe der Jahrzehnte, wenn ich erzähle, was ich alles Tolles mache, ich fühle mich immer mehr unwohl. Das soll mir ja niemand glauben. Man darf mich erleben und dann wählen, passt es mit dem Menschen was zu machen oder passt es nicht. Und von daher mache ich Live-Beratungen gerne. Und es war vor längerer Zeit, waren 15 Jahre, etwa so vielleicht, in einem Trainerkollegium habe ich Live-Beratungen gemacht. Am Schluss kam eine Kollegin auf mich zu, Emil, du arbeitest ja wie eine Entscheidungshebamme. Oh, nächsten Tag habe ich mir die URL sofort gesichert. .com war belegt, warum auch immer, wenn ich mich recht erinnere. Also .de war frei. Seitdem habe ich diese Webseite, nur was das Wichtige ist, ich habe mich sofort erkannt gefühlt. Ja? Eine Hebamme gebärt ja nicht die Antwort in einer essentiellen Lebensumbruchphase, in einem Entscheidungsfindungsprozess, sondern die unterstützt ja, gebären musst du selber. Ja, das stimmt. Ja, als Frau oder als Mensch. Und da passt ja dieses Entscheidungshebamme. Sie unterstützt bis zum Moment der Geburt. Den Weg, bitte, Finger weg von mir, den gehst du selber. Ja? Und das ist ja das Schöne. Wenn du jetzt Klarheit hast oder auch nicht hast, dann weißt du, da gibt es verschiedene Türen und schau mal, welcher stimmt jetzt. Ich bin nur, Anführungszeichen, die Hebamme. So hat du hast es irgendwie, ich weiß auch nicht, erraten, gespürt, dass der mich gefunden hat. Das war gerade meine Intuition. Ich weiß nicht, es kam gerade wirklich, es kam gerade irgendwie so raus. Das finde ich jetzt ja, sehr schön, ja. Ein lustiger Zufall. Aber lass uns doch mal da mehr auch in die Beispiele gehen. Das heißt, was für Menschen kommen zu dem, also was haben Sie gerade auch für vielleicht Schwierigkeiten in Ihrem Leben? Wann kontaktieren Sie dich? Das sind ganz unterschiedliche Leute, also vom Unternehmer bis zur Frau mit 3 Kindern, die vielleicht sagen, jetzt reicht es mir, toll mit den Kindern, aber die sind jetzt in der Schule oder gehen aufs Gymnasium und ich will jetzt was Eigenes machen und ich weiß aber nicht, was ich machen will und haben dann so eine Frage wie soll ich mich entscheiden? Und meine Erfahrung ist, dass meistens nicht immer was anderes dahinter steckt, nämlich so ein Wabbeln im Lebensgefühl, das letztendlich das sage ich selten, da sollte es dann auch passen, damit zu tun hat, warum bin ich hier auf der Welt? Was ist mein Job hier auf der Welt? Ja. Was will ich hier überhaupt? Weil wenn du eine Entscheidungsfrage hast, steckt dahinter ja schon ein Prozess, wie du dazu gekommen bist. Ja? Und dahinter steckt ja oft, wenn du den oder den Weg, was ja okay ist, nicht weißt, welche Richtung du dann einschlagen sollst, dann ist es ja so eine sehr natürliche, weil ich es ja selber kenne, Ungewissheit, die mit dem, was lohnt eigentlich? Was macht Spaß? Freude. Und das ist dann das, wo meine Freude dann anfängt. Ja, also, wow, kenne ich doch. Ja? Und vielleicht spüren ja die Leute, dass ich denen dann nichts da erzähle, jetzt wie zum Beispiel Depression oder andere. Wenn jemand sagt, ich habe eine schwere Krankheit hinter mir, was soll ich tun? Kenne ich auch selber, ja. Nur dann habe ich auch dieses 100% für mich Dasein, in dem Sinn, ich kann den wirklich unterstützen aus Erfahrung. Nicht, weil die Erfahrung des Menschen meine ist, aber eine vergleichbare, verstehst du? Und dann kann ich da sein und interessanterweise eben im Dienst am anderen. Ja. Wie lange arbeitest du mit den Menschen zusammen und wie findet das statt? Ist das in einem 1:1 Coaching oder? 1:1, ja. Und immer kürzer. Okay. Also, weil ich kenne mich einigermaßen in dem Sinn, dass ich auch gerne viel reden kann. Ja? Und dann habe ich gemerkt, Moment, ist es noch dienlich? Also es ist oft halbe Stunde. Ja. Und vieles am Telefon. Was ich auch am Anfang dachte, das passt nicht, ich muss ja den Menschen sehen, hineinfühlen können. Nur ich bin ein Hörtyp. Also wie ist die Stimme? Ohne Wertung, aha, da ist was, passt es überhaupt? Und dann kann ich nachfragen, hören Sie mal, ich habe gerade gemerkt, ist da was anderes bei Ihnen noch? Ja. Und dann ist es in einer halben Stunde. Muss nicht sein, aber die Regel ist eher so eine halbe Stunde. Wunderbar. Also man sagt es schön kurz und schmerzlos. Lieber Emil, ich freue mich, dass du dich entschieden hast, heute hier Gast zu sein. Ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig, dich kennenzulernen und wünsche dir weiterhin alles Gute. Danke für das Gespräch. Ich danke dir, Alisa. Danke.